Wie schreibt man eigentlich einen Song? Ich sehe immer wieder Leute, die tolle Ideen haben, eine Melodie im Kopf, vielleicht ein paar Akkorde, ein paar Textzeilen, aber wissen halt nicht, wie man das richtig aufschreibt und irgendwie bleibt alles halbfertig. Und genau deshalb will ich dir heute zeigen, wie du aus einer Idee einen kompletten Song machst, den du auch mit anderen spielen kannst und sogar im Studio aufnehmen kannst. Vom ersten Akkord bis zur Studioaufnahme sozusagen. Und ich kann dir versprechen, du kannst aus diesem Video einiges als Musiker für dich mitnehmen. Ich habe genau das einmal komplett durchgezogen. Ich habe einen Song geschrieben, arrangiert, alle Instrumente ausnotiert und am Ende auch eine Aufnahme im Tonstudio mit professionellen Musikern gemacht. Heute nehme ich dich mit auf diese Reise und zeige dir im Eiltempo, wie du einen richtigen Song schreibst, von der ersten Idee über Harmonien und Rhythmus bis hin zur fertigen Partitur. Aber wie fängt man da eigentlich genau an? Du weißt ja, Musik besteht im Grunde aus 3 Säulen. Einmal die Melodie, die Harmonie und der Rhythmus. Und wenn sich diese 3 Elemente ergänzen und du sie bewusst einsetzt, kannst du auch mit wenigen Akkorden schon einen sehr schönen Song schreiben und sehr viel ausdrücken damit. Es geht ja um Ausdruck und um ein Gefühl zu schaffen, einen Moment einzufangen und den in Musik zu verwandeln. Erstens, du erstellst ein Leadsheet. Ich habe mal ein leeres Blatt Papier geschnappt und ein Leadsheet von Hand geschrieben, das reicht erstmal aus. Ein einfaches Leadsheet besteht aus den Songnamen, Komponist, hier dem Tempo, Beats per Minute und natürlich mit der Taktangabe. Hier ein einfaches Notensystem, ein einzeiliges, Fadennotation nennt sich das, mit 4 Notenzeilen, 4 Takten in einer Notenzeile, damit ich hier die Akkorde einfach eintragen kann. Die Grundakkorde, das hilft dir, einen Überblick zu bewahren. Und hier kommt auch gleich ein Tipp, du musst nicht das Rad wirklich neu erfinden oder so. Hör dir einfach Musik an, die du magst und schau dir dort eine Akkordfolge an. Es kochen alle mit demselben Wasser, das kann ich dir jetzt auch schon verraten. Es gibt da wirklich musikalische Strukturen, die sich einfach wiederholen, Akkordfolgen, die immer wieder vorkommen. Nimm sie als Vorlage, veränder sie, gib ihnen deine eigene Note. Und da ist wirklich nichts dabei, das macht wirklich jeder. Also ich habe da wirklich was erfunden, mir ist was eingefallen. Whoa, you're in the army now. Toller Song. Also ich jedenfalls habe den Song im Stil von Careless Whisper geschrieben. Und die Akkordfolge, die ich verwendet habe, ist eine klassische 1-4-6-5, aber in Moll, also D, G, B Major 7 und hier das Besondere A Moll 7 anstatt die Dominante, hier den A-Dur-Akkord A7 zu verwenden. Wenn du solche Zusammenhänge verstehen willst, warum genau dieser Akkord das Feeling hier etwas verändert, dann ist die Musiktheorie wirklich hilfreich für dich. Kurzer Hinweis, ich habe einen Musiktheorie-Kurs erstellt, wo ich dir sowas genau erkläre, wie diese Akkorde wirken, wie man sie kombiniert auch und wie aus Theorie dann auch Klang wird. Das Geheimnis hinter der Musik, sage ich ganz einfach dazu. Der Link befindet sich unten in der Beschreibung. Auch rhythmisch, also wir kommen jetzt zum Rhythmus. Wir haben hier Harmonie erstmal abgedeckt. Du schreibst also einen Leadsheet erstens mit den Akkorden, mit einer Akkordfolge. Schreibst Verse, Chorus, dann eine kleine Bridge, dann wieder Chorus. Im einfachsten Fall, das kann man immer anwenden, das ist ein Klassiker. Auch rhythmisch war mir wichtig, dass der Song leicht schwebt, ganz locker daherkommt, aber nicht, dass man nicht einschläft dabei. Und ich habe einfach dieses synkopierte
Pattern auch wieder gewählt, das auch George Michael in seinem Song nimmt. Wenn du dich für einen speziellen Rhythmus entschieden hast, kannst du den auch in dieser Fadennotation notieren. Hier mit 4/4, einfach einen Takt, vielleicht 1, 2 und 3, 4. Also kannst ihn auch ganz easy auch mit Pfeilen notieren. Also runter, runter, rauf, runter, runter. So wird also dieser Akkord angeschlagen, ein Takt im Rhythmus, einfach aufnotiert. Und was mich an Careless Whisper auch fasziniert, dieser Song hat nur 4 Akkorde, aber in unendlich vielen Facetten und Stimmungen. Und warum es funktioniert, ein Popsong mit nur 4 Akkorden kann durch Arrangement, Dynamik und Klangfarbe eine Vielzahl von Facetten erzeugen, annehmen, Stimmungen erzeugen. Hab also jetzt über diese Akkorde den dritten Punkt, die Melodie, also komponiert. Töne, die einfach in diesen Akkorden vorkommen, kannst du für deine Melodien auch nehmen. Die nicht vorkommen, erzeugen dann Spannung, kannst die bewusst einsetzen. Und als ich so weit war, kam der nächste Schritt, und zwar die Partitur. Jedes Instrument muss ja genau wissen, was es im Studio dann zu tun hat oder bei der Probe, ja, vor einem Projekt. Und das ist gar nicht mal so banal, wie man denkt, denn wie notiert man ein Schlagzeug korrekt? Das war wirklich eine Herausforderung für mich als Gitarrist. Wie schreibt man für Bläser? In welchen Tonlagen fühlen die sich wohl? Jedes Instrument hat also seine Eigenheiten, und wenn man diese kennt, kann man sie auch nutzen im Arrangement. Und das klingt dann richtig gut, wenn man das auch richtig einsetzt. Für dich als Übung, hör bei einem Song mal genau auf ein Instrument, zum Beispiel ein Blasinstrument oder den Bass. Eine super Übung, einfach die einzelnen Instrumente rauszuhören. Was machen die? Welche Rolle nehmen sie in einem Song ein? Hör mal auf die Gitarre, mal aufs Schlagzeug, versuch's gleich mal bei deinem Lieblingssong. Und dann war es soweit, ich bin mit der Partitur ins Studio gegangen, habe zu Hause noch die Noten zusammengeklebt, ganz oldschool ausgedruckt, dann auch die Kamera mit eingepackt. Und hier drinnen mein heutiger Arbeitsplatz. Ich habe mich dann wirklich gefreut, die Musiker dort anzutreffen. Viele haben das Arrangement, die Partitur zum ersten Mal gesehen. Im Aufnahmeraum, hier Gitarre, Case, hier eine eigene Box für den Gitarristen, Schlagzeug. Die Gitarrenpartitur sieht übrigens so aus. Ich saß dann im Regieraum, in meinem Arbeitsraum sozusagen, und habe da mitgeschrieben, mitgelauscht. Etwas dirigiert, wenn es Fragen gab, eingesagt, und am Ende war ich schon wirklich stolz, aber auch ziemlich fertig. So einen Song komplett auszuarrangieren und aufzunehmen ist wirklich viel Arbeit und muss natürlich nicht in diesem Ausmaß erfolgen, wenn du einen Song schreiben willst. Es war ein Uni-Projekt, aber es lohnt sich, wenn man den Song im Studio aufnehmen will, auf jeden Fall so wie ich, in Komposition Popularmusik oder bei der GEMA einreichen möchte als seinen eigenen geschützten Song. Denn auch wenn für die GEMA meist ein einfaches Liedsheet mit Melodie, Akkorden und Text reicht, hilft dir ein vollständiges Arrangement eigentlich super dabei, deine musikalische Idee klar und professionell zu präsentieren auch. Sei es für Mitmusiker, Produzenten dann später oder eben für die spätere Veröffentlichung allgemein. Für dich reicht sicher am Anfang ein einfaches Liedsheet oder mach dir einen Strich auf einen Zettel mit 4 Taktstrichen, 4 Akkorden, und ja, ich hoffe, du konntest hier einen groben Überblick auch
mitnehmen, wie du einen Song schreiben kannst, wenn du ein solches Projekt offen hast. Einfach machen. Es gibt hier kein richtig, kein falsch. Und Musiktheorie hilft natürlich sehr, aber du bist hier, wie gesagt, frei und mach einfach. Und wenn du den kompletten Song hören willst, dann schreib mir in die Kommentare. Vielleicht teile ich ihn bald öffentlich mit euch. Danke fürs Zuschauen und vergiss nicht, Musiktheorie kann nicht nur kompliziert und trocken sein, sondern sie kann auch gut klingen, wenn du sie einsetzt. Dein Norman von Guitar School. Danke sehr. Super. Ich lade euch alle auf ein Bier ein.